Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich starte heute mein Wanderjahr 2025 mit dem Pfullinger Sagenweg. Ja, war ja gerade mit der Anne zusammen auf der Schwäbischen Alb ein bisschen Urlaub machen, allerdings weitgehend ohne Kamera. Ähm, ja, ich bin jetzt schon auf dem Heimweg, Anne bleibt noch ein bisschen und ja, da habe ich hier in Pfullingen mal so einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, um hier mal diesen kleinen Rundweg zu erkunden. Hat so um die 5,5 Kilometer und darauf erfährt man ja wohl allerhand über die Pfullinger Sagenwelt an insgesamt 11 Stationen. Ich kenne den Weg und die Region hier noch so gar nicht. Also ich lasse mich jetzt mal überraschen, was man hier an diesen 11 Stationen so sieht. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, dann kommt mit und dann schauen wir uns das Ganze zusammen an. Tobi startete nahe dem Ortsrand von Pfullingen, welches er auf ziemlich direktem Weg gleich wieder verließ. Und natürlich, wie so oft, ging es erst einmal ein ganzes Stück bergan. Ja, hier seht ihr jetzt auch mal die Wegmarkierung für den Pfullinger Sagenweg. Und zwar ist das der sogenannte Remseler, also eine alte Knopfart. Wenn ich das richtig verstanden habe, was es damit genau auf sich hat, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht finden wir das noch raus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter. Nicht weit von dieser Markierung kam er an den Markstein an der Schillerlinde, einen alten Grenzstein. Nachdem er ihn einmal umrundet hatte, vermutlich um der Steigung einen Moment zu entfliehen, folgte er dem Weg weiter bergan. Eine am Weg gelegene Pausenbank mit bester Aussicht war ihm dann wieder sehr willkommen, wie ihr seht. Wenig später traf er dann auf eine der bekanntesten Figuren der Pfullinger Sagenwelt, die Urschel, beziehungsweise auf ihr Gesicht. Die Urschel war eine hilfsbereite und gütige Frau, welche Bauersleute und Wanderer schon seit Urzeiten fürsorglich begleitet haben soll. Da konnte ich beruhigt sein, wo er doch heute ganz alleine unterwegs war. Nach der Urschel ging es dann Schlag auf Schlag. Die einzelnen Stationen des Sagenweges waren nun allesamt nicht weit voneinander entfernt. Da war auch schon Nummer 3, der Pelzmichel, eine Art Pfullinger Knecht Ruprecht. Ja, ich bin mittlerweile bei der 4. Station angekommen und hier neben mir seht ihr das Erdmännlein vom Urschelberg. Das war wohl oder ist wohl so eine Art Waldpolizei, der hier für ja, Recht und Ordnung sorgen soll. Und der lebt zusammen mit der Urschel. Die haben wir ja an Station 2, also irgendwo da unten kennengelernt, hier am Urschelberg. Ja, und dann würde ich sagen, bevor ich jetzt hier verhaftet werde, sehen wir mal zu, dass wir weiterkommen. An der nächsten Station wurde es dann etwas schauriger. Hier traf er auf den Haule, einen Kerl, der seinen Vater ermordet hatte und zur Strafe seitdem als Geist auf einem Schimmel
und mit dem Kopf unter dem Arm über Wiesen und durch Wälder reitet. Erinnert ein klein wenig an Sleepy Hollow. Sehr gruselig. Also nichts wie weiter. Abseits breiter Wege traf er auch wieder auf die Urschel, dieses Mal in voller Lebensgröße, allerdings schlafend über Pfullingen wachend. Wie das schlafend gehen soll, naja, er hat sich auf jeden Fall bemüht, sie nicht zu stören. Übrigens wohnt sie in bzw. irgendwo um den Ursulaberg herum, auch Urschelberg genannt. In der Form des Berges sehen die Pfullinger die liegende Urschel. Schon spannend. Und dann soll es da auch noch einen Schatz geben. Aber zum Schatzsuchen war Tobi schließlich nicht in der Gegend. Stattdessen fand er aber den nächsten müden Gesellen, den schlafenden Graf. Auf ihn geht ein Teil des Pfullinger Ortswappens zurück, das Pfulbenkissen. Die Geschichte dahinter? Der Graf musste, nachdem er den Anschluss an seine Jagdgesellschaft verloren hatte, eine Nacht im Wald verbringen. Dort hat er dann wunderbar geschlafen, wie auf einem Pfulben, sprich einem Kopfkissen. Ja, ich bin hier mittlerweile an der 8. Station angekommen, dem sogenannten Remselestein. Das ist ein Stein, auf dem früher die Bauern bzw. Fuhrleute ihre Remsele geopfert haben, um die Hilfe von der Urschel zu erbitten für eine entspannte Weiterfahrt. Habe ja vorhin gesagt, das sind Knöpfe, genauer, es sind Hosenknöpfe mit 5 Löchern. Gut, und ich habe jetzt leider keinen Knopf, den ich hier opfern könnte, hoffe aber, dass ich auch so entspannt weiter wandern kann. Er konnte. Wenig später traf er dann auf 3 bezaubernde Damen. War ja klar, wenn ich nicht dabei bin. Die 3 Nachtfräulein der Urschel. Diese lebten zusammen mit der Urschel im Berg und halfen früher armen Webern beim Spinnen. Die Besuche im Ort waren nicht ganz unproblematisch, hatten sie doch Entenfüße und waren immer wieder dem Spott der Pfullinger ausgesetzt. Die vorletzte Station war auch gleichzeitig die größte Station, die Bismarck-Eiche. Zu Ehren von Bismarcks 100. Geburtstag soll eine aus Russland stammende und zunächst in einem Pfullinger Vorgarten herangewachsene Eiche hierher verpflanzt worden sein. Die letzte Station zeigt die Erlösung der Urschel. Warum Erlösung? Nun, sie ist schon vor langer Zeit verflucht worden und wartet seitdem darauf, dass ein junger Bursche sie rettet. Hierzu muss er 3 Aufgaben erfüllen. Bislang hat das wohl niemand geschafft. Und Tobi musste weiter und hat es erst gar nicht versucht. Der Pfullinger Sagenweg liegt, wie es der Name schon vermuten lässt, bei Pfullingen. Genauer gesagt im Südosten der Stadt, am Rande der Schwäbischen Alb. Der Weg startet nahe dem Ortsrand und führt zunächst von der Stadt weg. Dabei kommt man an zahlreichen Stationen zur Pfullinger Sagenwelt vorbei. Unter anderem dem Pelzmichel,
der Urschel und der Bismarckeiche. Dann geht es wieder zurück nach Pfullingen. Ja, da haben wir es geschafft. Der Pfullinger Sagenweg ist erwandert. Ja, war insgesamt ein putziger kleiner Weg, auf dem man, wie ihr gesehen habt, allerhand über die hiesige Sagenwelt erfahren kann. Stationen an sich waren insgesamt ganz gut gemacht. An der ersten und an der letzten müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht vorbeilauft, also der Grenzstein, als auch das Bild dann an der Hauswand. Ja, ansonsten zum Weg, die Wegführung, ja, habt ihr gesehen, viel über Forstweg, viel über Asphalt und dann an einer Stelle ganz überraschend mal so eine kleine seilversicherte Passage. Also kann man sagen, Abwechslung war geboten. Ansonsten Markierungen waren im Großen und Ganzen okay. Hier und da hätte es ein bisschen üppiger sein dürfen. Ja, war auch so ein bisschen bunt gemischt aus diesen Sagenwegschildern, den Knöpfen beziehungsweise diesen Fingern mit den Knöpfen. Ja, also muss man sich auch erstmal ein bisschen da zurechtfinden und darauf achten, sonst übersieht man vielleicht das ein oder andere. Was mir ganz so gut gefallen hat, war die Einbindung der einzelnen Stationen in den Weg. Da gab es zwar überall diese silbernen Textschilder an den Punkten, aber vom Design her passt das halt nicht so ganz zum Rest vom Weg. Das hätten wir vielleicht ein bisschen angleichen können. Gut, aber dann würde ich sagen, für dieses Mal war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat mein Ausflug in die Pfullinger Sagenwelt gefallen. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.